Moin moin, hier ist der Zapp. Herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf dem Kanal. Es wird erstmal ein Experiment, mal schauen, wie gut euch das gefällt. Ich nenne das jetzt erstmal Siggen oder in Langform Zapps Indie Game News. Hier stelle ich kleinere Spiele oder DLCs in Kurzform vor und erkläre ganz knapp, was drin ist, wann es rauskommt und ein paar kurze Informationen drumherum. Indie-Game werde ich dabei etwas locker fassen. Es kann also auch mal ein Spiel eines mittelgroßen Publishers dazwischen sein. Aber das Hauptaugenmerk soll auf jeden Fall auf Indie-Games liegen. Und dadurch wirst du hier hoffentlich von einigen Dingen hören, die du nicht überall anderswo auch schon erfährst. Schreib mir bitte gern unten, was du von diesem neuen Format hältst und ob du vielleicht Wünsche dafür hast. Unten gibt es auch eine Linkliste zu allen Spielen, falls du zu einem Titel mehr wissen möchtest. Und dann lege ich gleich mal los. Legend of Keepers. Dies ist ein witziges Roguelike Dungeon Master Spiel im Pixel Art Style. Grob betrachtet ist Legend of Keepers ein Darkest Dungeon von der anderen Seite. Hier spielen wir nicht die Helden, sondern den Dungeon Boss. Wir rekrutieren Monster, bauen Fallen, verdienen Geld mit Plünderungen der Umgebung oder indem wir vorlauten Helden ihre Ersparnisse abknöpfen, die versuchen, unser Dungeon zu raiden. Das Spiel kam vor einigen Wochen als kostenlose Prolog-Version heraus. Dort konnte und kann man immer noch einen ersten Dungeon Boss und einen Teil der Monster, Fallen etc. ausprobieren. Jetzt ist es aber bald soweit, dass Legend of Keepers in den Release gehen wird. Es ist gerade noch in einem geschlossenen Beta-Test für letztes Balancing, an dem ich auch teilnehme. Das Spiel läuft stabil und flüssig, einzig das Balancing ist noch etwas Baustelle. Aber für mich sieht das schon sehr gut aus und das Spiel macht schon richtig Laune. Und der Umfang in der Vollversion ist nochmal um einiges größer als in der kostenlosen Prolog-Version. Mehr Dungeons, mehr Monster, mehr Helden, mehr von allem, mehr Spaß. Wenn du dich dafür interessierst, könntest du es also einfach bei Steam auf die Wunschliste setzen. Withstand. Withstand ist ein First-Person-Zombie-Survival-Shooter, der gerade von einem einzelnen Entwickler mit der Unreal Engine gebaut wird. Es sieht optisch bereits gar nicht so verkehrt aus. Man kann das Spiel auch seit dem 5. März auf Steam bereits erwerben. Es kostet momentan 14 € und hat darauf auch noch einen Release-Rabatt. Withstand läuft auch soweit schon ganz okay, aber es hat noch einen weiten Weg vor sich. Starke Punkte sind das umfangreiche Crafting, benutzbare Fahrzeuge und ein Quest- und Skillsystem, das recht vielversprechend ausschaut. Hier kann man also bei der Entwicklung eines Zombie-Survival-Games live dabei sein. Der Entwickler wirkt auf mich sehr fähig und engagiert und er pflegt einen engen Draht zur Community. Vielleicht ein interessantes Projekt für echte Survival-Fans. Wer nicht so gut mit unfertigen Spielen kann, sollte diese Early Access-Version lieber erstmal auslassen und später nochmal vorbeischauen. Hot Brass. Hot Brass, auf Deutsch so viel wie heißes Eisen, wird derzeit von Walkers Kings in Australien entwickelt und vom Indie-Label Fellow Traveler vertrieben. In Hot Brass spielen wir eine SWAT-Einheit der Polizei, die zu besonderen Fällen gerufen wird. Hot Brass ist hierbei ein Top-Down-Echtzeitstrategiespiel, in dem wir alleine oder mit bis zu 3 Freunden im Multiplayer spielen. Wir erkunden Tatorte von Geiselnahmen, Überfällen oder anderen Verbrechen. Und dann ist es unsere Entscheidung, ob wir stürmen oder mit vorsichtigem und gut geplantem Vorgehen, geschickter Situationsanalyse und Teamplay die Situation möglichst unblutig entschärfen. Geschossen werden sollte nur zur Not, aber auch Polizisten sind sterblich, so wird jede Mission zu einer Gratwanderung zwischen Gewalt und friedlicher Lösung. Wir statten unsere Cops mit Waffen, Handschellen, Blendgranaten und Hightech aus, wie Kameras, die man unter der Tür durchschieben kann. Und damit ziehen unsere tapferen Polizisten dann aus, um Ganoven, Diebe, Gewalttäter oder Terroristen unschädlich zu machen. Hot Brass befindet sich derzeit in einer Open Beta, zu der sich jeder anmelden kann. Wer also Lust hat, alleine oder mit Freunden ein paar Verbrecher festzunehmen, der kann einfach dem Hot Brass Link unten folgen und sich in den spannenden und taktischen Polizeidienst begeben. Rescue Haku Coast Guard DLC. Rescue Haku ist ein Aufbaustrategiespiel von Still Alive Studios aus Österreich, das bereits im Mai 2019 erschien. Hier bauen wir eine Leitstelle für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste auf, kümmern uns um das Wohl unserer Retter und müssen aber auch auf die knallharten Finanzen achten, damit wir nicht vom Bürgermeister gefeuert werden. Nun ist mit Coast Guard das erste DLC zu Rescue Haku erschienen.
Durch dieses DLC kommt die Küstenwache als 4. Abteilung ins Spiel. In der neuen Map London bekommen wir einen Hafen und können die Küstenwache aussenden, um Notfälle und Verbrechen auf dem Wasser zu bearbeiten. Auch für die 3 bisherigen Einheiten gibt es nun Schiffe als Einsatzfahrzeuge und auch sonst hat das Spiel ein paar Neuerungen verpasst bekommen. So gibt es unter anderem einen neuen Einsatztyp, die Schmugglermission, die besonders starke Einsatztruppen erfordern, aber auch bei Erfolg extra viel Ruf und Einkommen bringen. Die neue Map ist ganz interessant, die Küstenwache hat ein paar nette Optionen. Aber aus meiner Sicht ist dieses DLC nur etwas für die richtigen Rescue-HQ-Fans. Bahnbrechende Neuerungen sollte man hier nicht erwarten, eher etwas mehr vom Gewohnten. Das DLC ist bereits jetzt bei Steam für 9,99 € erhältlich oder über den Partnerlink unten mit 15% Rabatt. Im Durchlauferhitzer. Die Kategorie Durchlauferhitzer soll nochmal kurze Ausschnitte aus bereits veröffentlichten ausführlichen Reviews zeigen. Falls du sie verpasst haben solltest, bekommst du hier einen kurzen Einblick und vielleicht etwas Appetit, dir auch die lange Version reinzutun. Endzone. Mit Endzone hat Gently Met momentan ein heißes Eisen in der Mache. Apokalyptische Aufbaustrategie, Banish trifft auf Fallout. Das Spiel ist bereits vorbestellbar auf der Herstellerseite und Vorbesteller erhalten dann auch Zugang zur Closed Beta. Endzone soll dann in den nächsten Wochen auch in den Early Access gehen. Es läuft jetzt schon technisch sehr rund, hat aber noch einige Ecken und Kanten im Balancing. Darüber hinaus haben die Entwickler dann noch einige weitere Features in Planung, die im Laufe der nächsten Monate ins Spiel eingebaut werden sollen. Endzone ist ebenso wie sein Vorbild Banished bockschwer und bietet eine echte Herausforderung für Aufbauspieler, die auf Tüfteln stehen und sich von einer oder 5 ausgerotteten Siedlungen nicht gleich abschrecken lassen. Das Langreview findest du unten. Colony Siege. Colony Siege war vor kurzem im Preview-Test bei mir und zeigte sich von einer sehr starken Seite, obwohl das Spiel erst im Mai in den Early Access gehen wird. Wer auf Echtzeitstrategie und Tower Defense steht, kann in diesem Titel ab Mai dann wohl eine Menge Spaß herausziehen. Ausführliches Preview, siehe Beschreibung. Dann kam vor kurzem mit Konglomerat 451 ein runden- und gridbasiertes Roguelike-Rollenspiel mit hochwertiger Cyberpunk-Grafik raus. In Konglomerat 451 leiten wir eine Eingreiftruppe, die eine ganze Region aus den Klauen der gierigen und korrupten Konzerne und ihrer Gangs retten soll. Wir klonen uns ein paar Agenten, statten sie mit etwas Ausrüstung aus und schicken sie gegen die Gangkrieger, Drohnen und Cyborgs unserer Gegner. Dabei hacken wir in Minigames, Türen, Computer und sogar unsere Gegner direkt. Interesse auf mehr zu Konglomerat? Dann schau mal unten. Was denkst du zu den vorgestellten Spielen? Hast du Lust bekommen, eins davon oder mehrere mal auszuprobieren? Wie gefällt dir dieses Kurznews-Format? Hier würde ich mich ganz besonders über dein Feedback freuen. Abo-Knöpfe und Daumen drücken ist nicht verboten. Mehr Gaming-News und Game-Reviews findest du auch immer auf meiner Webseite zapzock.de. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.